Mein Name ist Hartwig Reiter. Ich leite an der Fachhochschule die Abteilung für Infrastruktur und Organisation und das seit ziemlich genau auf den Tag 20 Jahre. Und ich möchte euch eine Geschichte von der Eröffnung dieses Gebäudes hier am Campus Urstein erzählen. Die Geschichte handelt von einer keltischen Speerspitze, die im Zuge der Bauarbeiten hier am Campus gefunden wurde. Und im Rahmen des Festakts zur Eröffnung am 15. Oktober 2005 wurde rund um diese Speerspitze eine Inszenierung, eine Show, durchgeführt, die, mein alter Bekannter Peter Berg damals inszeniert hat. Und das Thema lautet im Großen und Ganzen so, dass es, mit der fiktiven Methode des Future Bondings, herausgefunden werden sollte, um was es bei dieser Speerspitze geht, wie sie hierher kommt, was damit gemacht wurde. Und die damaligen Studiengänge, die Studierenden alle eingeladen wurden, hier, Themen sich darüber Gedanken zu machen. Dafür wurden Filme produziert, dafür wurden Außenstellen am Dach, in der Bibliothek, in Labore, bespielt und das alles wurde dann, in einer Show im Audimax gezeigt. Die Show war so ein Übergang von einem formalen Festakt, bisschen chaotisch mit Schauspielerinnen und Schauspieler, Tänzer, Tänzerinnen, die dann die Bühne des Audimax übernommen haben, die zur Pressestelle, zu einem Labor geworden ist. Und diese Show lief so circa 20 Minuten, als es mit einem großen Tuscher zu einem Stromausfall, einem kompletten Stromausfall im Audimax kam. Also, es war alles black, auf der Bühne ging nichts mehr, kein Video, kein Ton, kein gar nichts. Und für mich im Publikum, der ja damals auch für diese Eröffnung verantwortlich war, war das eine Katastrophe. Und hinter mir saß der Regisseur, nämlich Peter Bercht, der dann dieses Chaos ein wenig genutzt hat, dieses Chaos der Übernahme des Festakts durch die Schauspielerinnen und durch die TänzerInnen genutzt hat und das Publikum ein bisschen im Unklaren gelassen hat, ob das jetzt Teil der Show ist oder nicht. Und die Leute alle dann ins Foyer zum Buffet gebeten hat. Die haben das alle gemacht, sind rausgegangen, haben da das Buffet gegessen, hat ungefähr 3/4 Stunde gedauert. Dann sind sie wieder reingekommen ins Audimax und im Zuge eines großen finalen Show-Acts mit, wie man es kennt, Nebel, Rauch, Tänzerinnen von der Decke hängend, also wurde diese Show finalisiert. Und für mich war es so, dass ich damals gelernt habe, und das war sehr wichtig für die nächsten 20 Jahre hier in der Fachhochschule, dass es ungeplante Dinge gibt und dass man vor allem die Gelassenheit braucht, mit diesen ungeplanten, kleineren oder größeren Katastrophen umzugehen, dass es wichtig ist. Und von dem habe ich sehr profitiert und deswegen war das auch ein sehr, sehr spezieller Tag für mich. Und das war meine Geschichte.